Wilde Steinzeit, ein Themenbereich im Potspark Minden. Wir sind in Deutschland und heute eröffnet hier eine neue Achterbahn, und zwar eine besondere Achterbahn. Über die sprechen wir gleich. Wilde Steinzeit ist der Themenbereich, in dem sich die neue Bahn befindet, aber die Geschichte von diesem Bereich geht auf 2017 quasi zurück mit dem Hobelflug, der hier links von mir ist, der Steinzeitmotorräder mit Beiwagen hat und dann dreht man sich im Kreis, fliegt im Kreis. Und Steinzeit ist ein ziemlich cooles Thema, weil es erstmal andere Parks so jetzt vielleicht gar nicht bisher aufgegriffen haben und es zum Potspark sehr gut passt. Zum einen war hier mal ein Steinbruch, beziehungsweise hat der Potz, also nicht hier, sondern hier ging es mal unter Tage, aber die Familie Pott hat einen Steinbruch betrieben und eine Straßenbaufirma. Also mit Steinen kennt man sich aus und da ist doch die wilde Steinzeit ein sehr gutes Thema. Das war 2017. 2018 wurde das Ganze erweitert mit den Crazy Cars, so eine Art Demolition Derby, wo man in Steinzeitautos... Danke, Rhonda. Und die sind komplett überdacht und das ist auch sehr, sehr cool geworden, meiner Meinung nach. Passend dazu gibt es dann noch die kleine Baustelle hier und Kranplätze müssen verdichtet sein. Das ist ein kleiner Insider, den nicht jeder kennt. Und dann gibt es auch noch den Säbelsaurus. Ja, ein klassisches Fahrgeschäft, was ihr vielleicht aus dem einen oder anderen Wildpark kennen könntet. Und das Ganze ist ein Sunkit Butterfly. Und man fliegt über Dinosaurierknochen hinweg beziehungsweise unten drunter durch. Dann gab es einen kleinen Break und das Ganze, pandemiebedingt, ist erstmal nicht groß weitergewachsen. Aber wir haben euch schon mal eine Baustellenreportage mitgebracht und natürlich On-Rides und Reviews zur Klippenschleuder. Und die Klippenschleuder ist einer von den beiden ersten Wild Swing von der Firma Art Engineering aus Deutschland. Das ist eine große Schaukel. Faszinierendes Fahrprogramm. Auch dazu haben wir einiges erzählt und erklärt. Was hier aber cool ist, komplett auch wieder mit Kunstfelsen wie die anderen Attraktionen dekoriert. Es gibt einen eigenen Soundtrack und es gibt Helmut. Und Helmut ist das Mammut, was sich hier befindet und mit seinem Rüssel eine Kurbel dreht und an dieser Kurbel ist die Schaukel. Hinten die Kunstfelsen, vorne Wasserfontänen und Helmut, der das Ganze andreht. Und jetzt 2025 erweitert der Potspark Minden das Portfolio und das Angebot mit einer Achterbahn und zwar mit Braus und Saus. Und das ist diese Bahn hier ebenfalls von der Firma Art Engineering aus Deutschland, die, wie man es eventuell hinter mir erkennen kann, 2 offene Schienenenden hat und man vorwärts sowie rückwärts fährt. Und das in einem der schönsten Achterbahnzüge, die ich jemals gesehen habe. Einer der schönsten Achterbahnzüge weltweit einfach. Das ist jetzt Fakt. Ihr könnt ja gerne dagegen halten und sagen, welcher schöner ist. Und über Braus und Saus sprechen wir jetzt in diesem Video, weil diese Bahn jetzt gerade fürs Publikum hier im Potspark eröffnet hat.
Die Achterbahn von Art Engineering Braus und Saus läuft übrigens unter der Typenbezeichnung Family Spike Launch Coaster und das Ganze ist ein Multi-Launch Coaster. Multi-Launch bedeutet mehrere Abschüsse und zwar im Falle von Braus und Saus als Reibrad-Launch gelöst. Also Reibräder mehrere hintereinander, 20 bzw. 18 Stück an der Zahl, die dann den Zug antreiben und das sehr smooth und es gibt ein paar Vor- und Rückfahrten, da reden wir gleich drüber, aber ein paar harte Fakten vielleicht vorher noch. Den ersten Anstoß zum ganzen Projekt gab es schon im Jahr 2021. Insgesamt gab es dann konkrete Planungszeit und Bauzeit 2 Jahre. Man ist ein bisschen ins Straucheln gekommen, natürlich wie bei allen Projekten. Es wurde aufwendiger, es wurde größer, es gab mehr Probleme und Hindernisse. Brauchen wir gar nicht vertiefen, das ist eigentlich relativ normal. Also meistens ganz am Anfang, wenn angefangen wird zu buddeln, findet man Sachen im Boden, die man hätte nie finden wollen. Und dieser Reibrad-Launch beschleunigt euch auf eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h. Und dann geht es, wie gesagt, rückwärts raus, vorwärts wieder durch. Auch gleich noch mal ein bisschen mehr im Detail. Insgesamt waren hier 40 Gewerke mit um die 120 Personen beteiligt. Jetzt mal in diesem Freizeitpark-Kosmos, in dem wir uns hier auf dem Kanal bewegen, so ein paar Namen, die ihr alle kennt. Das Design wurde zusammen mit Alex Korting gemacht, dann die Achterbahn ja von Art Engineering, Musik gibt es von IMA-Score, Showtechnik von IMA-Motion, Animatronics von Hüttinger Animatronics und die Kunstfelsen von Universal Rocks. Zu all diesen Firmen gibt es übrigens auch Videos hier auf dem Kanal, einfach mal im Kanal in der Suche eingeben, da findet ihr super viele Infos dazu. Und Gesamtvolumen des Projektes sind 4 Millionen Euro. Braus und Saus ist wie gesagt ein Shuttle Coaster und Spike Coaster, vorwärts, rückwärts. Hier ist die Sektion, wo man sich ineinander verdreht. Und aus der Station raus geht es auch erstmal vorwärts in ein Gebäude rein. Und das ist das Herzstück der Anlage quasi, um das Thema zu beschreiben. Denn wir haben eine Steinzeitwaschstraße hier, wo ihr mit einem Steinzeitauto reinfahrt. Steinzeitauto, es ist einer der schönsten Achterbahnzüge der Welt auf jeden Fall. Super viele Details mit der Kühlergrillfigur, wo so ein Mammut ist, aber auch eine stilisierte Windschutzscheibe. Es gibt ein steinernes Lenkrad, es gibt sogar die Pedale auf dem Boden und es gibt ein Dach hinten am letzten Wagen mit echtem Leder sogar dran. Und dann fahrt ihr in diesen Dark Ride Part, was die Waschstraße ist. Und es sind Mammuts natürlich da drin, die das Fahrzeug waschen und große Bürsten, die sich drehen. Und die Mammuts sprühen mit ihren Rüsseln ganz leichten Wassernebel, könnte für meinen Geschmack auf jeden Fall ein bisschen mehr sein. Und die Mammuts pupsen auch. Und man hört das nicht nur, man sieht das auch sehr schön visualisiert. Und das finde ich einfach total witzig und ist für so einen Kinderpark oder Familienpark ideal. Der Park richtet sich übrigens an Familien mit Kindern bis zu 14 Jahren. Wenn du älter bist, hast du hier trotzdem super viel Spaß. Und dazu gibt es auch ganz viele Videos bei unserem Kanal, die ihr hoffentlich schon gesehen habt, mit den verschiedensten Sachen, die man hier auch machen kann. Und es ist der einzige Freizeitpark, übrigens auch mit dem Science Center, der Potspark hier in Minden. Ganz kurz noch, weil wir jetzt gerade am zweiten Launch sind, der steht so schräg. Das ist auch komplett durchdacht, damit ihr nämlich mit dem Wagen so gedreht seid, dass alle, die hier stehen, das Ganze beobachten und verweilen, euch besser sehen können. Damit man von oben quasi in den Zug reingucken kann oder in euer Steinzeitauto, das Steinzeitauto, in dem wir sitzen. Aber zurück zum Waschgang. Während der dann läuft, gibt es dann auch in der Station eine Leuchtanzeige und da leuchten dann gerade die verschiedenen Programme auf, die gerade laufen und was gerade passiert. Und man wird erst gebraust und danach saust man durch die Strecke. Am Ende gibt es auch noch ein Schild, was dann aufleuchtet, blitzeblank, dass man richtig sauber ist. Und nach diesem Waschprogramm, wo wir vorne reingefahren sind, geht es halt mit Saus rückwärts aus der Station raus und dann geht es geradeaus durch den ersten Launch und dann auf die Strecke, die auch nochmal einen Wassereffekt hat. Wir kommen hier nicht rum. Man steht wie immer vor dem Eingang und jetzt kommen sie nämlich hier raus und es gibt dann hier nochmal einen explodierenden Wassereffekt, und zwar den. Und dann geht es auf den zweiten Launch. Auch das Stationsgebäude ist super cool geworden. Steht nochmal Car Wash in Felsenoptik dran und Braus und Saus. Und das hier ist der Eingangsbereich. Den könnt ihr durchschreiten,
wenn ihr mindestens 3 Jahre alt seid und 90 cm groß. Ja, diese Bahn ist ab 90 cm fahrbar. Da noch in Begleitung eines Erwachsenen. Ab 1,20 Meter Körpergröße dürft ihr auch alleine fahren. Und da habt ihr halt bei Art Engineering das Glück, dass es Züge gibt, wo alle zusammen mitfahren können. Und zwar ab 90 cm und 3 Jahren. Aber auch Volumenmenschen wie ich finden daneben Platz, so dass Eltern mit den Kindern zusammen die Achterbahn erleben können. Es gibt übrigens hier Dodos und auch ein paar andere Sachen, die sich noch etwas weiterentwickeln. Wir sind noch im Soft Opening. Komplett die ganze Bepflanzung, das wird alles noch gemacht. Das funktioniert natürlich jetzt gerade noch nicht. Die Dodos werden noch ein bisschen mehr machen und es wird auch noch ein bisschen mehr am zweiten Launch passieren. Dazu dann später mal mehr hier auf dem Kanal. Aber es gibt zum Beispiel auch 3 Soundtracks, damit das Ganze auch nicht langweilig wird, die extra für Braus und Saus komponiert wurden und die ganze Zeit hier laufen und gespielt werden. Und wie ihr merkt, wieder super viel Arbeit, super viele Details, super aufwendig und einfach stimmig. Auch die Farben passen alle, der ganze Bereich. Das ist jetzt der Abschluss der wilden Steinzeit hier im Potz Park mit Braus und Saus. Neue Achterbahn 2025 in Deutschland, eine besondere Achterbahn, außergewöhnliche Achterbahn, eine verdammt gute Achterbahn mit so vielen Details. Habe ich auch von anderen Leuten schon hier mitbekommen. Das war die coolste Fahrt, das coolste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe. Boah, wie viele Details hier zu sehen sind. Und man sieht ja auch hier nochmal einen großen Felsen, der nochmal das Fahrzeug nachbildet. Und das Tor geht schon auf. Die Musik startet gerade wieder. Es geht los mit der nächsten Fahrt auf Braus und Saus und die wartet jetzt auch auf euch. Ihr kommt jetzt in Potz Park Minden und testet diese Bahn und sagt uns danach in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt.